News. Infos. Neues aus dem Stadtrat. Hallo, ich bin Ramona und ich heiße euch willkommen zur März-Ausgabe von Neues aus dem Stadtrat. In dieser Folge berichten wir euch über die Haushaltsgenehmigung 2022, den Aktionsplan Queeres Nürnberg, die Aktion zum feministischen Kampftag am 8. März der Politbande und die Unterstützungsmöglichkeiten für Geflüchtete und Betroffene aus der Ukraine. Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde im Dezember 2021 der Regierung von Mittelfranken vorgelegt. Dieser wurde nun unter Auflagen genehmigt. Die Stadt Nürnberg wird angemahnt, keine neuen Ausgaben, die nicht im Haushaltsplan 2022 bereits berücksichtigt werden, zu tätigen. Allerdings stehen noch einige, unserer Meinung nach wichtige, Investitionen aus, die noch nicht im Haushaltsplan vorgesehen sind. Zum Beispiel das 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, das ohne Begrenzung während der gesamten Betriebszeit und für alle Fahrgäste gelten soll. Die Einführung eines solchen Tickets hatte der Stadtrat bereits 2020 beschlossen. Bisher ist die Umsetzung aber unwahrscheinlich. Jetzt kannst du aktiv werden. Unterschreibe das verlinkte BürgerInnenbegehren. Wir halten euch hier weiterhin auf dem Laufenden. Ein erster Aktionsplan Queeres Nürnberg wurde dem Stadtrat vorgelegt. Ziel des Aktionsplanes ist es, die Belange von queeren Menschen wie Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Interpersonen und Nichtbinären zu berücksichtigen und so ihr Leben in der Stadt zu erleichtern. Es wurden 9 Handlungsfelder erarbeitet: Kindheit, Jugend und Familie, Alter und Pflege, Leben mit Behinderung, Gesundheit, Bildung und Geschichte, Kultur und Freizeit, Migration und Integration, Diskriminierungsschutz und Zusammenhalt und die Stadt als Arbeitgeberin. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut einfach rein. Den Aktionsplan findet ihr in den Links. Zum feministischen Kampftag am 8. März haben wir uns und euch jede Menge Fragen gestellt. Es ging uns darum, patriarchale Strukturen zu ergründen und offenzulegen, die uns in unserem Alltag permanent umgeben, unser Denken und Handeln prägen und dieses unterdrücken. Wir haben uns zu den Themen Haushalt, Familie und Kinder, Pflege von Angehörigen, Arbeit, Emotionen, Sex und Gesellschaft auf die Suche nach wissenschaftlichen Studien gemacht und die Datenlage aufbereitet. Auf unseren Social-Media-Kanälen haben wir die Fragen und die Ergebnisse unserer Recherchen mit euch geteilt. Es war uns wichtig, in den Austausch zu kommen und Diskussionen anzuregen. Vielen Dank für die vielen Gespräche und Rückmeldungen. Du hast die Fragestellungen und Daten noch nicht gesehen? Alle Zahlen und Fakten findest du in unseren Instagram-Highlights. Der Krieg in der Ukraine ist erschütternd. Aktuell wird unsere ukrainische Partnerstadt Charkiw bombardiert. Mit einer Spende an den Partnerschaftsverein Charkiw Nürnberg könnt ihr unsere Partnerstadt und die Menschen vor Ort unterstützen. Das Spendenkonto ist verlinkt. Auch die Seebrücke setzt sich seit Jahren für Menschen ein, die auf der Flucht sind. Mit der Tour Amour wurden zum Beispiel in den letzten Wochen Sachspenden für vom Krieg betroffene Menschen in der Ukraine gesammelt. Auch das Spendenkonto der Seebrücke ist unter dem Video verlinkt. Nicht alle können mit Geld helfen. Solidarität ist in vielen Formen möglich. Bei beiden Vereinen kannst du dich auch melden, wenn du dich ehrenamtlich engagieren möchtest und zum Beispiel bei Sammelaktionen von Spenden oder Unterstützung von Geflüchteten bei Behördengängen und Ähnlichem aktiv werden willst. Das waren die Infos der März-Ausgabe von Neues aus dem Stadtrat. Wenn ihr sonst noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns hier in den Kommentaren oder per E-Mail an info@politbande.de. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ramona von der Politbande. Infos. News. Infos. Politbande. News. Infos. Neues aus dem Stadtrat.